So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, die Chapter 1. Wir sind in der letzten Folge in das Zimmer unserer Mutter hineingelangt und haben, ja, da unschöne Sachen entdeckt. Zum Beispiel, dass sie ins Bett gefesselt wurden. Ist denn ihre Zustände haben sich verschlimmert. Sie hat auch ein, ja, gewaltbereites Verhalten an den Tag gelegt, sich selbst gegenüber und gegenüber ihren Kindern, was ich aber nicht so ganz glauben wollen würde, denn der Otto Richter, denke ich, ist nicht von der guten Sorte, beziehungsweise bin ich der Meinung, dass er mit seinen Medikamenten oder mit seinen Methoden ihren Zustand nur verschlimmert hat. Und wir gehen jetzt einfach mal hinaus, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie es weitergeht. Gut, Moment. Spielgrundlagen, Ort suchen. Ja, wir sind ja jetzt hier. Und ich habe ja eigentlich alles soweit. Warte mal, ich konnte doch auch... Genau, Z war's. So, das haben wir. Wir haben die Bilder angeguckt, wir haben das angeguckt, wir haben das angeguckt. Und mit ihm reden? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. So, warte mal. Haben wir hier irgendwas? Nee. Okay, hier kommen wir anscheinend auch nicht hin. Hier war ja unser Kinderzimmer nicht. Genau. You do miss her. War das... I do. Oh Gott. Na, die Mutter kann niemand das One of setzen. your early sketches of me. And a rather unflattering one at that. Just look at my nose. Ja. Ich bin wieder an dem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Genau, hier kommen wir noch nicht. Another one. There must be something important. Dann machst du doch behind it. einfach auf. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hat doch bestimmt wieder irgendwas übersehen. Wir gehen mal ganz raus, ne? Weil wie gesagt, komm, wir können das nochmal. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Weil es rot ist. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Jetzt gehen wir nochmal raus. Gedankenspiele, mein imaginärer Freund Jon. Ja, ich hab hier schon Jons Tagebuch, Erinnerungen, ein zweites Bett, Silberhandschatz, die verschlossene Tür. Oder müssen wir jetzt hier irgendwas für unsere Mutter kaufen? So, das heißt, wir müssen diesen Ort... Oh, guck mal! Guck mal! Wir haben Goliaths Freundin hier. Das ist ja cool. Das ist ja voll schön, dass wir hier... Ja, Mann. Das ist ja voll cool, dass wir jetzt hier auch noch was haben, was uns an unsere Fälle erinnert. Also rein theoretisch müssen wir ins Arbeitszimmer unserer Mutter. Aber da haben wir doch alles. Ja, ich verbrachte meine Kindheit und jeder in diesem Herrenhaus ruft alle Erinnerungen hervor. Hier fehlt zum Beispiel ein Bild, würde ich sagen. Gemälde. Ne, hier wurde unsere Mutter auch gequält. Wir haben doch schon alles. Was müssen wir jetzt machen? Wir haben ja alles.
So, warte, das Gemälde haben wir noch nicht. Ah! Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Ah! Jetzt. Morgendlicher Wahn. Nach der Durchsuchung des Zimmers meiner Mutter habe ich mich an einen chaotischen Morgen erinnert, den wir erlebt hatten. Die Scherben des Tellers. Plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Also wahrscheinlich Stuhl. Mutter war diesen Morgen aufgewühlt. That morning. Something we did upset her. Ach so. Dr. Richter tried to calm her down. Wir mussten. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Ja, es war so klar. Dumpfer Gegenstand. Das war eine Vase? Nee. Okay, dann war es anscheinend doch so. Nee. Was genau? Ich denke es eher so, oder? Genau, dann wurde es hier getroffen. Aber es klingt ja eher nach irgendwelchen Messerstichen, ne? Deswegen bin ich ein bisschen... Na, ich denke es eher so gewesen, oder? Ja. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. Der Morgen des 9. Aprils. Der 9. April fing gar nicht gut an. Erst hatte Mutter eine Panikattacke und dann wurde sie hysterisch. Sie warf ihr Essen um und schrie ihren Arzt an, den sie einen Lügner nannte. John und ich waren gerade dabei, ihr ihren Morgentee zu bringen, doch als sie zu schreien anfing, bekam ich Angst. Ich konnte nichts weiter tun, als mich vor dem Bett zusammenzukauern und darauf zu warten, bis alles vorbei war. Zum Glück war John da, um mich zu beschützen und zu beruhigen. My mother, she was not just ill, but had. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Ihm zuliebe mache ich sicher. Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling. Mir geht es nicht gut. It feels wrong, sad. Like they're the memories of another man. I'm struggling to reconcile my love for my mother with the reality of who she was. And worse, what possessed Mycroft to lie about it? There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic salts. What is this sailor doing here?
Der hat jetzt mit seinen Schuhen den gepflegten Fußboden beschmutzt. Hier, wie glanzpoliert er ist. Glatt und glanzpoliert, wer kennt es nicht? Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Guten Tag. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone Was hat must da oben work out what lila? that is. Pink. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Hat er was? Eine pinke? Hä? Was ist denn das? Ist das Farbe? Rosa Farbe in der Hand hat vor kurzem gemalt. Ist das rote Farbe? Matrose alt und abgetragen. Gott, der Arme, tut mir auch so leid, ne? Keine Spuren körperlicher Arbeit. Makellose Hände. Hat einen Brief. Verbirgt etwas Quadratisches. Linkshänder. Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßig körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Doch aufgrund der alten, zerschlissenen Innenuniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. In seinem Haar ist ein rosafarbener Klecks, was die Vermutung nahelegt, dass er auf irgendeine Weise mit der Kunstwelt zu tun hat. Angesichts des kleinen quadratischen Objektes in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mich zu einer Kunstausstellung einzuladen. Wenn er als Matrose arbeitet, muss er trotzdem Spuren an seinen Händen haben, dass er körperlich arbeitet. Deswegen denke ich, es ist ein Matrose verkleidete Maler. Genau. Keine Schwielen, keine Hornhaut. Dies widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel, stimmt, die naheliegendste Wahl für den Spielleiter. Angesichts des quadratischen Objektes in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist und der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Ja, ich denke, das ist es. Ich denke, das I ist cannot es. believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Einladung Werner Vogels Kunstgalerie, mein lieber Sherlock Holmes. Wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können. Vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road and Hermes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund Werner Vogel. Schön. You won't believe it, but Werner's other idea was to put me in a dress. Na, ein Glück war es an der Matrose geworden, nicht? Wen haben wir denn hier? Hallo, Privatgrundstück. Rauchen Sie draußen. Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Esteva, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. Na, ich höre. You have my attention, Mr. Esteva. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. Status quo? What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. Was muss ich tun? What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material?
No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There's a cafe just over the bridge that provides a good vantage point. Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Aber raus, bitte raus. Ich will hier keine Zigarettenstummel bei mir auf dem Grundstück haben. So, Mycroft. Liebesgrüße auf Cortona. So. Wo war das? Welche? Wo soll das sein? Bazaar? Scaladio, ne? Scaladio. Bazaar. Haben wir hier was Neues? Oh, ja. Bazaar. Hä? Habe ich gerade Bazaar-Wort gesagt? Der Altstadt. Ach so. Die Terrasse des Cafés Primrose in Scaladio, das sich am westlichen Ende der Altstadtbrücke befindet, sollte mir helfen, ja. Die Malteserbrücke, Altstadt, Altstadtbrücke. Wahrscheinlich hier, oder? So. Löschen. Wie war das nochmal? Markierungssätze. Nee. Ich will. Genau, das will ich. So. Nur ein bisschen schwierig. Wenn ich lange keinen Sherlock Holmes gespielt habe, bin ich gar nicht mehr so sehr mit den Spielmechaniken vertraut. So. Alle Pferdi. Die haben wahrscheinlich alle die gleiche Engine genommen. Café Primrose, na, da haben wir es ja. Das heißt, muss man hin. Mach mal. You even brought a book, huh? May I have... Same as always. You just don't give up, do you? Oh, come on, let's get closer. We can't see anything from here. No, too early. So we're just going to sit here all day? Patience, John. I have a feeling this is more than simple blackmail. We'll be close when the blackmailer leaves, and then... Go! Hat doch gerade jemand geschrien. Aha. Oh Gott. Ah, der ist gestürzt. Oh, not a pretty sight, this. Nee. Who's it? Ah. Fatal. Gravity is cruel like Ja. Vor allem das eine Auge ist auf und das andere ist zu. What's A happened? rather frivolous accessory for a military man. Shame it's all bloody now. Ja. He was stabbed several times before he fell. The shape of the wounds suggest a curved blade. A key, and where there's a key, there's a lock. Gebrochenes Bein vom that. Sturz. It's almost like he's dancing. Dancing the John. dance macabre. Hallo, bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier, ne? Hier ist gerade jemand gestorben. The knife is missing. No signs of life, no pulse. I'm declaring Corporal Ridley dead. Oh Gott, der Arme. Ruhe in Frieden. Was machen wir jetzt? What are we going to do now? Ein Eisenschlüssel mit einer eingravierten 4. Oh, who's it?
Moment. Kann ich mit ihm reden? Can I ask you a question? Sorry, officer, you should ask someone else about that. Excuse me, just one question. Sorry, officer, you should Aber guck ask mal. someone else about that. This isn't working. You might need a different tack. Please move along. The police are on their way. Everything's, under control. Is it now? The General's own son has fallen out of the tower, and not without help, it seems. I need to inspect the scene, and quickly. The corporal? He ordered me not to let anyone inside without telling him. But now... Wait, are you saying it's a murder? It's a murder. Yes, it's a murder. Information über das A Opfer. brief examination of the body was enough for me to conclude that he was murdered by a blade of Ottoman origin. You can't possibly be so certain. Oh, I can be. The corporal suffered deep stab wounds which were inflicted with great force. They were made by a knife meant for cutting, not stabbing. A curved blade, such as an Ottoman jambir or a Gurkha kukri. I haven't seen any Gurkhas on the island, so the conclusion is quite obvious. Amazing. You do seem more than competent. All right, go in. I'll wait here for the police. Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Did you see anything suspicious? No, sir, nothing. Corporal Ridley had to attend to some private matters upstairs. No one went in, no one came out. Oh, but that means the killer is still inside. Are you sure you want to go in alone? I'm not alone. I have my friend with me. Your friend? You mean your gun? There's no one at... Never mind, I'll be fine. Killer's gone. Vanished into thin air. Kann ich mich ja wieder umziehen? Ich dachte, ich muss hier als Polizist rein. So, was haben wir hier? Oh Gott, mit das muss ich wieder nachstellen, oder? Richtig gut vor kurzem zertrümmert. Was haben wir hier? Schmutzspuren. Schweißgeruch. Can you smell the body odor, John? Someone's been hiding in here. Someone's sweaty. Ja. Unless it's a laundry chest. But then it's a different mystery altogether. The case of the vanishing sweaty pantaloons. Soll ich überschubsen? There's a nice view from here. Don't you think? Das stimmt. In diese Runde gestürzt wahrscheinlich, genau. Ja, das war ein harter Aufprall. Zum Glück war er gleich tot. Nee. Gonna join the Navy after all. That'd make Mycroft so happy, you know. Oh, was? Shut up, John. Warte mal. Haben wir da jetzt eine neue Garderobe? Ha! Marineoffizier. Ha! Oh, hier haben wir noch was. Pressebrief, ich weiß über Ihre neue Affäre Bescheid. Ich erwarte Sie oben im Brückenturm der Altstadt. Kommen Sie allein und bringen Sie 100 Magier mit, wenn Sie nicht möchten, dass die falschen Leute von der Sache erfahren. Okay. Dann die Frage, wer erpresst worden ist. Der Ridley oder der andere? Exactly 100 Mangiers. The killer didn't touch them. This cigarette is still smoldering. Ich muss halt noch die 4 finden, nicht? Also Gedankenspiel. Ah, Muse aus der Mutterliebe. Ach so, ach jetzt kann ich rüber. Ja, Ne, wir machen aber was mit das hier. Ach, da haben wir noch was. Okay. Na, das Messer. This blade is a naval officer's dirk. Das ist ein Sharp Dirk. and well cared for. Er wurde mit einem Dirk The umgebracht. edge is covered with blood, but the tip is clean. Warum? Hä? Macht doch gar keinen Sinn, oder? Oh Gott. Okay. Jetzt geht der Spaß wieder los. Genau. Leg dich in den Dreck, Sherlock. Kein Problem. Wir haben ja nur gerade die gute Marineoffizieruniform an.
So, also. Ja, genau, das war er. Der Riley. Nee, Riley, weil dessen Messer fehlt, ja. Genau, so. Ja, das kann dann sein, dass er dagegen geknallt ist, weil er hat ja... Müssen wir mal gucken, was jetzt hier die letzte ist. Aber ich denke, dass er ihn dorthin geknallt hat und dann ist er wütend geworden und hat ihn halt zu dem Fenster gedrängt. Würde zumindest... oder? Na, aber die Spitze war ja nicht. Es war ja nur das, ne? Ich denke, der wurde vielleicht geschubst, oder? You're not even trying, Sherry. Concentrate. Machen wir das mal eher so. Vielleicht. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Achso, hier lag das Messer, ne? Also dann vielleicht so. You're not even trying, Sherry. Ja. Concentrate. Oh, da geht mir so auf den Senkel, ey. Dann so vielleicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, so Ridley was war's. attacked by his blackmailer, but before being pushed out the window, Ridley managed to wound him. The killer must still be bleeding. Okay. Und was ist mit der 4? Der Mörder muss noch bluten. Genau. Und wir müssen halt noch die 4. Na gut, dann gehen wir wieder raus. So what happened? Was there anyone upstairs? No, the killer escaped. We're dealing with a carefully planned assassination. Kennen Sie Mark Wiley gut? What can you tell me about the deceased? We were from the same unit, stationed together at the barracks by the bridge, but I can't say I knew him well. Maybe someone at the barracks could tell you more. Do you know if the corporal had any enemies? Someone who would want him dead? No, none that I know of. But then again, there's always the Ottomans. They'd want all of us soldiers dead, I reckon. Okay. Ich weiß jemand dort mehr über ihn. Dann würde ich aber sagen, dass wir in der nächsten Folge uns dorthin begeben und hoffentlich die Kaserne ganz schnell finden werden und dann hoffentlich auch neue Informationen über Mark Wiley erfahren. Ridley. Und dann werden wir mal hoffentlich noch herausfinden, wozu wir diesen Eisenschlüssel gebrauchen können, weil ich möchte natürlich so etwas nicht ungenutzt lassen. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.